Heutiges Thema bei Global Asset Compass ist der japanische Aktienmarkt. Ich erkläre dir, warum er für Anleger spannend ist. Okay, der japanische Aktienmarkt hat in diesem Jahr nur eine leicht positive Entwicklung durchlaufen. Trotz einiger politischer Unsicherheiten und globaler Herausforderungen bietet er aber großes Potenzial für Investoren. Hier erfährst du, warum Japan für Aktionäre interessant wird. Politische Lage und Stabilität. Zum ersten Mal hat die regierende Liberaldemokratische Partei LDP ihre Mehrheit verloren. Das löst zwar kurzfristig Unsicherheiten aus, doch Experten gehen davon aus, dass die neue Regierung pragmatische Lösungen finden wird. Diese Stabilität dürfte dem Markt langfristig zugutekommen. Die politische Entwicklung Japans wird genau beobachtet. Insbesondere die wirtschaftspolitischen Entscheidungen der neuen Regierung werden entscheidend sein, ob der Markt weiterhin attraktiv bleibt. Unter der bisherigen Regierung wurden marktwirtschaftliche Reformen durchgeführt, die Japan wieder zu einem interessanten Ziel für internationale Investoren gemacht haben. Die Herausforderung der neuen Regierung besteht darin, dieses Vertrauen zu bewahren und gleichzeitig neue Impulse zu setzen. Die Rolle der Inflation. Nach 3 Jahrzehnten der Deflation hat Japan erstmals wieder eine Inflation von über 2%. Diese moderate Teuerung ist ein Wendepunkt. Unternehmen können höhere Preise durchsetzen. Höhere Löhne und steigende Konsumausgaben fördern das Wirtschaftswachstum. Die Inflation hat weitreichende Auswirkungen auf die japanische Wirtschaft und den Aktienmarkt. Sie signalisiert das Ende einer Ära, in der Unternehmen kaum Möglichkeiten hatten, ihre Margen zu verbessern. Für Aktionäre bietet dies eine Chance, da steigende Unternehmensgewinne die Aktienkurse antreiben dürften. Gleichzeitig bleibt die Inflation moderat, was das Risiko einer Überhitzung minimiert. Ein weiterer positiver Aspekt der Inflation ist die veränderte Wahrnehmung der Verbraucher. Nach Jahren stabiler oder fallender Preise beginnen die Menschen ihre Ersparnisse aktiver zu nutzen. Dies kurbelt den Konsum an und schafft eine positive Dynamik im Markt. Japanische Unternehmen reagieren darauf mit innovativen Angeboten und einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit. Chancen durch Zinspolitik. Die Bank of Japan könnte bald eine Zinserhöhung vornehmen, was langfristig für Stabilität sorgt. Carry Trades, bei denen sich Investoren Geld zu niedrigen japanischen Zinsen leihen, um in höher verzinste Anlagen zu investieren, werden zwar weniger dominant, doch die finanzpolitischen Entscheidungen Japans bleiben attraktiv. Ein Anstieg der Zinsen würde vor allem für Anleger bedeuten, dass der Yen stärker wird. Das könnte wiederum ausländische Investoren anziehen, die auf eine stabile Währung setzen. Gleichzeitig wäre eine Zinserhöhung ein Zeichen dafür, dass die japanische Wirtschaft sich in einer Phase nachhaltigen Wachstums befindet. Für Anleger bedeutet dies eine Kombination aus Sicherheit und Renditechancen. Attraktive Branchen. Japan punktet besonders in folgenden Bereichen. Halbleiterindustrie. Obwohl Südkorea und Taiwan die Produktion dominieren, hat Japan in der globalen Lieferkette einen entscheidenden Einfluss. Bei Halbleiterausrüstungen kontrolliert Japan bis zu 90% des Marktes. Firmen wie Tokyo Electron und Renesas Electronics profitieren stark von der wachsenden Nachfrage nach KI und 5G-Technologien.
Japanische Unternehmen in der Halbleiterindustrie sind nicht nur führend in der Technologie, sondern auch unentbehrlich für die gesamte Branche. Die hohe Qualität und Zuverlässigkeit japanischer Produkte machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Lieferkette. Gleichzeitig investieren diese Unternehmen stark in Forschung und Entwicklung, um ihren technologischen Vorsprung zu sichern. Robotik und Automatisierung. Unternehmen wie Fanuc und Kawasaki Heavy Industries sind weltweit führend. Die zunehmende Automatisierung in verschiedenen Branchen sorgt für ein solides Wachstum. Japan ist seit Jahrzehnten ein Vorreiter in der Robotik. Die Kombination aus technologischem Know-how und einer alternden Bevölkerung schafft einen einzigartigen Markt. Unternehmen, die sich auf Automatisierungslösungen spezialisiert haben, profitieren von der steigenden Nachfrage sowohl im Inland als auch international. Besonders interessant sind Anwendungen in der Industrieproduktion und im Gesundheitswesen. Gesundheitssektor. Mit einer der ältesten Bevölkerungen weltweit investiert Japan massiv in Gesundheitstechnologien. Unternehmen wie Takeda Pharmaceuticals und Astellas Pharma profitieren von der Innovation im Pflege- und Gesundheitsbereich. Der Gesundheitssektor ist nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch ein Wachstumsmarkt. Innovative Technologien wie der Einsatz von Robotern in der Altenpflege machen Japan zu einem Vorreiter. Gleichzeitig profitieren Pharmaunternehmen von der steigenden Nachfrage nach Medikamenten und medizinischen Geräten. Konsumelektronik. Klassiker wie Sony, Hitachi und Panasonic bleiben attraktiv. Sie sind nicht nur in der Technologie stark, sondern profitieren auch von steigenden Konsumausgaben. Die Elektronikbranche in Japan hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Unternehmen wie Sony setzen auf Innovation und Kundennähe. Die steigenden Konsumausgaben, die durch die moderate Inflation angeregt werden, schaffen zusätzliche Umsatzpotenziale. Warum sind japanische Aktien noch günstig? Mit einem Anstieg des Leitindex Nikkei 225 um 17% in diesem Jahr bleiben japanische Aktien im internationalen Vergleich preiswert. Verbesserte Corporate Governance und erhöhte Dividenden machen japanische Unternehmen zunehmend transparent und attraktiv für Investoren. Viele Unternehmen kaufen zudem eigene Aktien zurück, was Aktionäre direkt belohnt. Die niedrigen Bewertungen japanischer Unternehmen sind ein Vorteil für Anleger. Im Vergleich zu den USA oder Europa bieten viele Firmen attraktive Einstiegspunkte. Gleichzeitig sorgen die verbesserten Unternehmensführungsstandards für mehr Transparenz und Vertrauen. Aktionäre profitieren zudem von steigenden Dividenden und Rückkaufprogrammen, die den Wert der Aktien stützen. Geopolitische Risiken. Japan liegt in einer geopolitisch sensiblen Region. Spannungen um Taiwan oder mit Nachbarstaaten können die Stimmung belasten. Dennoch bleibt der japanische Kapitalmarkt ein sicherer Hafen in Asien. Geopolitische Risiken sind zwar präsent, sollten jedoch nicht überbewertet werden. Die starke Verbindung zu den USA und die Stabilität des japanischen Finanzsystems machen das Land zu einem verlockenden Ziel für langfristige Investitionen. Anleger sollten jedoch die Entwicklungen in der Region im Blick behalten. Fazit: Japan bietet Anlegern spannende Chancen in zukunftsweisenden Branchen und makroökonomischen Trends. Mit einem soliden zweistelligen Gewinnwachstum vieler Unternehmen und weiterhin günstigen Bewertungen gibt es reichlich Potenzial für weitere Kursgewinne. Jetzt könnte der richtige Zeitpunkt sein, um vom Wachstumspotenzial des japanischen Aktienmarkts zu profitieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Japan eine einzigartige Kombination aus Stabilität, Innovation und Wachstum bietet. Für Anleger, die nach langfristigen Chancen suchen, stellt der japanische Aktienmarkt eine vielversprechende Option dar. Würdest du japanische Aktien kaufen? Welche Erfahrung hast du damit gemacht? Lass uns diskutieren. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann gib ihm bitte ein Like und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Global Asset Kompass.